Was wäre, wenn uns ein ganzer Lebensstil als moralisch überlegen verkauft wird und wir merken nicht, dass er uns mehr schadet, als er nützt? Vegan sein. Für viele ist es nicht nur eine Ernährungsweise, sondern eine Ideologie, eine Weltanschauung, fast schon eine Ersatzreligion. Kein Fleisch, keine Milch, keine Eier, dafür moralisches Wohlgefühl, gute Gewissen, Tierleid verhindern, das Klima retten. Doch was, wenn diese schöne Erzählung bei genauerem Hinsehen Risse bekommt? Was, wenn die Fakten eine andere Sprache sprechen? In diesem Video schauen wir genauer hin. Nicht um jemanden zu bekehren, nicht um Veganer umzustimmen, sondern um zu verstehen, warum ist eine rein vegane Ernährung für den Menschen langfristig nicht geeignet? Welche Mangelerscheinungen treten auf, körperlich wie geistig? Was bedeutet vegan Leben wirklich für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft? Und warum wird all das in der öffentlichen Debatte oft ausgeblendet? Dieses Video ist kein Angriff. Es ist eine Einladung zum Nachdenken. Denn nur wer sich beide Seiten ansieht, kann am Ende frei entscheiden. Und genau das fehlt in der heutigen Zeit. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Nachteilen veganer Lebensweise. Lasst uns gemeinsam hinsehen, kritisch, sachlich und offen für unbequeme Wahrheiten. Seit Millionen von Jahren lebt der Mensch nicht von Pflanzen allein. Unsere Geschichte beginnt nicht in einem Bioladen, sondern in Höhlen, auf Savannen zwischen Knochen und Feuer. Die ersten Menschen, Homo habilis, Homo erectus, sie jagten. Sie zertrümmerten Tierknochen mit Steinen, um ans Mark zu kommen. Mark, eine der nährstoffreichsten Substanzen, die es in der Natur gibt. Gehirnentwicklung ohne tierisches Fett kaum denkbar. Fleisch war kein Luxus, es war Überlebensstrategie. Unsere Vorfahren mussten mit wenig Energie viel leisten. Tierisches Eiweiß und Fett lieferten genau das. Schnell verfügbar, konzentriert, essentiell. Wer nur auf Beeren und Blätter setzte, war nicht effizient genug und verschwand. Und unsere Biologie spricht eine klare Sprache. Unsere Magensäure ist stark, fast so wie die von Raubtieren. Sie ist dafür da, tierisches Gewebe zu zersetzen, nicht bloß Salat. Unser Dünndarm ist relativ kurz, im Gegensatz zu Pflanzenfressern, die einen langen Verdauungstrakt brauchen, um Zellulose zu spalten. Wir haben keine 4 Mägen wie Kühe, keine Gärkammern wie Schafe, dafür aber ein großes Gehirn. Und das wächst nur mit dem richtigen Brennstoff. Die vegane Idee, also der völlige Verzicht auf tierische Nahrung, ist keine Rückkehr zur Natur. Im Gegenteil, sie ist ein radikaler Bruch mit der natürlichen Entwicklung des Menschen. Eine moderne Erfindung, möglich nur dank globaler Lieferketten, Nahrungsergänzungsmitteln und industrieller Verarbeitung. Kurz gesagt, Veganismus ist kein evolutionäres Upgrade. Es ist ein biologisches Risiko, verpackt in ein gutes Gefühl. Aber was passiert, wenn man dieses Risiko eingeht? Wie reagiert der Körper, wenn essentielle Bausteine fehlen? Und welche Mangelerscheinungen zeigen sich oft erst nach Jahren? Vegan zu leben klingt gesund. Doch was, wenn genau das Gegenteil eintritt? Immer mehr Studien, immer mehr Ärzte, immer mehr Erfahrungsberichte zeigen, der Körper sendet Warnsignale. Manchmal leise, manchmal laut und oft zu spät. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Vitamin B12. Ein lebenswichtiges Vitamin, zuständig für Nervenzellen, Blutbildung, DNA-Reparatur. Es kommt ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Wer sich rein pflanzlich ernährt, muss es künstlich zuführen für den Rest seines Lebens. Ohne B12 Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Depressionen, irreversible Nervenschäden. Ein Mangel, den man nicht sofort spürt, aber der sich schleichend wie ein unsichtbares Gift im Körper ausbreitet. Dann Eisen. Ja, es gibt pflanzliches Eisen, aber es wird deutlich schlechter aufgenommen als das aus Fleisch. Gerade Frauen und Kinder, Schwangere, sie sind besonders gefährdet. Typische Folgen: Blässe, Haarausfall, brüchige Nägel, Erschöpfung. Der Körper läuft auf Sparflamme und viele merken es nicht einmal. Und weiter. Omega-3-Fettsäuren. Die echten EPA und DHA findet man fast nur in fettem Fisch. Pflanzen enthalten nur die Vorstufe ALA, doch der Körper kann sie kaum verwerten. Das Problem? Diese Fette sind entscheidend für Gehirn, Augen, Herz. Ein Mangel kann langfristig kognitive Schwächen, Depression, Entzündung und Herzerkrankungen begünstigen. Doch nicht genug? Vitamin D, Zink, Calcium, Jod, Kreatin, Taurin. Alles Stoffe, die entweder in pflanzlicher Form kaum vorhanden oder nur schwer bioverfügbar sind. Eine rein vegane Ernährung führt oft zu einer Dauereinnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Und das ist keine natürliche Ernährung. Das ist medizinisch begleitete Mangelvermeidung. Und bei Kindern? Mehrere nationale Gesundheitsbehörden warnen. Eine vegane Ernährung kann das Wachstum, die geistige Entwicklung und das Immunsystem dauerhaft schädigen. Italien wollte sie sogar per Gesetz in Kitas verbieten. Dennoch wird sie weiter verbreitet, oft aus ideologischen Gründen. Vegan sein bedeutet nicht automatisch gesund sein. Im Gegenteil, wer sich rein pflanzlich ernährt, lebt gefährlich, wenn er nicht ständig supplementiert, misst, kontrolliert, ausgleicht. Ein natürlicher menschlicher Lebensstil oder ein künstlich stabilisiertes Ernährungsexperiment? Wenn man die Ernährung des Menschen wirklich verstehen will, muss man manchmal einen Schritt zurückgehen. Es reicht nicht, auf moderne Trends zu schauen, die uns erzählen, dass Pflanzen alleine genügen.
Manchmal lohnt es sich, genauer hinzusehen, was unser Körper tatsächlich braucht und was die Geschichte uns lehrt. Schon ein Blick ins Gehirn zeigt, rund 3/4 seiner Masse bestehen aus Fetten. Ein entscheidender Bestandteil dabei ist Myelin, die Schutzschicht unserer Nervenzellen. Myelin wiederum enthält enorme Mengen Cholesterin, jenem Stoff, der in den letzten Jahrzehnten verteufelt wurde. Ohne Cholesterin gäbe es keine gesunde Signalweiterleitung, kein funktionierendes Gehirn. Aber woher kommt diese Cholesterin? Aus tierischen Quellen. Pflanzen liefern es nicht. Auch beim Vitamin A zeigt sich das gleiche Bild. In Karotten und Spinat steckt zwar Beta-Carotin, doch das ist nur eine Vorstufe. Der Körper muss es erst mühsam umwandeln und nicht jeder Mensch kann das effizient. Das aktive Vitamin A, Retinol, das sofort verfügbar ist, findet sich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Ein Mangel daran führt zu Nachtblindheit, Hautproblemen und schwächt das Immunsystem. Für den Menschen war es über Jahrtausende selbstverständlich, Leber oder Fisch zu essen, um diesen Bedarf zu decken. Erst mit modernen Industrie wurde Vitamin A künstlich ergänzt. Eine Notlösung für eine Ernährung, die eigentlich unvorstellig ist. Doch die Industrie hat noch mehr verändert. Margarine zum Beispiel wurde im 19. Jahrhundert erfunden und gewann nach dem Zweiten Weltkrieg an Popularität. In den 70er Jahren verdrängten pflanzliche Öle endgültig die tierischen Fette. Zugleich stiegen Krankheiten wie Alzheimer rapide an. Zufall? Alzheimer war zwar medizinisch schon länger bekannt, aber seine Häufigkeit explodierte in dem Moment, als tierische Fette immer mehr aus den Küchen verbannt wurden. Margarine, ein künstliches Industrieprodukt, wird heute oft in einem Atemzug mit Plastik genannt, weil es im Gegensatz zur Butter kaum von Mikroorganismen abgebaut wird. Und dann ist da noch die Frage, wie bereiten wir unsere Nahrung eigentlich zu? In vielen traditionellen Lehren, sei es Ayurveda oder die chinesische Medizin, gilt warme, gekochte Nahrung als der Schlüssel zu einem starken Verdauungsfeuer. Rohkost und kalte Speisen belasten Magen und Galle, führen zu Blähung, Müdigkeit und Wassereinlagerung. Auch moderne Beobachtungen bestätigen, viele Nährstoffe sind aus gegarten Lebensmitteln besser verfügbar. Deshalb lautet eine alte Empfehlung 80% warm, 20% kalt. Eine Balance, die dem Körper gut tut. All diese Beispiele zeigen, der Mensch ist nicht für eine rein pflanzliche, kalte, künstlich ergänzte Ernährung geschaffen. Er braucht natürliche, nahrhafte Lebensmittel, so wie sie über Generationen hinweg Teil seiner Entwicklung war. Wer diese Grundlage vergisst, läuft Gefahr, nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Lebenskraft aufs Spiel zu setzen. Manchmal spricht die Geschichte lauter als jede Statistik. In den weiten, staubigen Landschaften des amerikanischen Südwestens lebte einst ein Volk, das heute kaum jemand kennt, die Anasazi. Eine faszinierende Kultur, hochentwickelte Baukunst, komplexe Siedlungsstrukturen, kunstvolle Töpferarbeiten und eine rein pflanzliche Ernährung. Kein Fleisch, keine tierischen Produkte, Mais, Bohnen, Kürbisse. Das war ihre Lebensgrundlage. Und genau diese Ernährung wurde ihnen womöglich zum Verhängnis. Archäologische Funde, anthropologische Studien, sogar Knochenanalysen deuten darauf hin, die Anasazi litten unter Mangelerscheinungen, Wachstumsstörungen, Zahnverfall, Anämie. Ihr einseitiges Ernährungssystem führte zu gesundheitlichen Verfall, lange bevor klimatische oder soziale Faktoren sie zusätzlich trafen. Sie starben nicht an einem Krieg, nicht an einer Seuche, sondern womöglich an ihrer Überzeugung, pflanzlich zu leben ohne Ausgleich. Ein Mahnmal aus der Geschichte. Ein Volk kann sich zu Tode hungern, wenn es glaubt, natürlich zu leben und dabei vergisst, was der Mensch wirklich braucht. Und die Anasazi waren nicht allein. Auch in anderen Kulturen sehen wir Ähnliches. In bestimmten südindischen Gemeinschaften, wo seit Generationen vegetarische Ernährung verbreitet wird, traten gehäuft Krankheiten wie Osteoporose, Muskelaufbau und geistige Defizite auf, bis man begann, tierische Produkte wieder in die Ernährung zu integrieren. Die Lektion aus der Geschichte: Der Mensch braucht Vielfalt, keine einseitige Ideologie, sondern ein stabiles Fundament aus allem, was ihm die Natur bietet, pflanzlich und tierisch. Denn wer sich dauerhaft gegen die eigene Biologie stellt, wird früher oder später vom Körper daran erinnert oder von der Geschichte überholt. Aber was ist mit der Umwelt? Ist es nicht wenigstens ökologisch sinnvoll, auf Tierprodukte zu verzichten? Eines der Hauptargumente für die vegane Ernährung lautet, sie sei besser für die Umwelt. Kein Tierleid, kein Methan, keine Massentierhaltung. Klingt gut, klingt logisch, klingt einfach. Doch so einfach ist es. Was viele vergessen, auch Pflanzen brauchen Land, viel Land. Um den weltweiten Eiweißbedarf rein pflanzlich zu decken, müssten riesige Flächen gerodet werden. Wälder verschwinden nicht für Kühe, sondern für Soja, Mandeln, Avocados. Und wer denkt, Soja sei ein Fleischproblem, irrt. Der Großteil des weltweit angebauten Sojas geht nicht in Tierfutter, sondern in vegane Ersatzprodukte, Industriezutaten und Ölprodukte.
Und wie sieht es mit dem Wasserverbrauch aus? Die Produktion von 1 Liter Mandelmilch verbraucht etwa 4000 Liter Wasser, deutlich mehr als Kuhmilch. Avocados, so durstig, dass in Teilen Mexikos das Trinkwasser knapp wird. Nachhaltig, eher durstig. Dazu kommt Regionalität AD. Viele vegane Superfoods, Quinoa, Chiasamen, Jackfruit, Kokos reisen tausende Kilometer bis uns. Klimabilanz? Fragwürdig. Gleichzeitig liegen bei uns tierische Produkte aus regionaler, artgerechter Haltung auf dem Tisch. Aber werden alles moralisch falsch etikettiert. Und was ist mit der Artenvielfalt? Monokulturen zerstören Lebensräume, vergiften Böden, töten Insekten. Selbst für Biotofu braucht es industrielle Landwirtschaft. Die Wahrheit ist unbequem. Eine komplette vegane Welt würde eine neue Agrarindustrie zementieren. Nur eben mit grünem Anstrich. Noch kritischer wird es bei synthetischen Ersatzprodukten. Vegane Burger, Wurst, Käse bestehen aus Dutzenden Zutaten, Bindemitteln, Stabilisatoren, industriell verarbeitet, verpackt ins Plastik, gekühlt, haltbar gemacht. Ist das wirklich ökologischer als ein Ei von Bauern nebenan? Kurz gesagt, vegan zu leben ist nicht automatisch umweltfreundlich. Wer denkt, er rette durch Sojamilch den Planeten, irrt sich gewaltig. Wirklich nachhaltig bedeutet regional, saisonal, Vielfalt, nicht dogmatisch. Aber warum wird all das selten erwähnt? Warum bleibt diese Seite des veganen Lifestyles so oft im Schatten? Wer profitiert eigentlich davon? Vegan leben heißt moralisch leben. Für viele ist es eine Entscheidung aus Mitgefühl. Keine Tiere töten, keine Umwelt zerstören. Aber wer profitiert wirklich von diesem Trend? Ein Blick auf die Zahlen offenbart Erstaunliches. Die vegane Industrie explodiert. Milliardenmärkte, riesige Investoren, große Konzerne. Nestle, Unilever, Coca-Cola. Die gleichen Konzerne, die jahrzehntelang für Umweltzerstörung und ungesunde Lebensmittel gestanden, verkaufen heute vegane Produkte. Nicht, weil sie plötzlich gut geworden sind, sondern weil es sich rechnet. Denn vegan ist Geschäft. Vegan verkauft sich. Vegan ist ein Lifestyle-Produkt. Ersatzburger für 4 Euro. Mandelmilch zum Premiumpreis. Proteinpulver, Nahrungsergänzungsmittel, vegane Schokolade mit Fairtrade-Stempel, das Geschäft brummt. Doch was steckt wirklich drin? Eine vegane Wurst besteht oft aus Erbsenisolat, Bindemittel, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren. Ein hochverarbeitetes Industrieprodukt mit langer Zutatenliste, hohem Energieaufwand in der Herstellung und Marketingversprechen auf der Packung. Und dann Nahrungsergänzungsmittel. Ohne B12, ohne Omega-3, ohne Eisen geht nicht. Also greifen Millionen Menschen zu Pillen, Tropfen, Pulver. Ein Markt mit enormen Wachstumsraten. Wer hätte gedacht, dass der Traum von natürlichem Leben im Nahrungsergänzungsschrank endet? Die vegane Industrie lebt vom Mangel. Sie lebt davon, dass Menschen glauben, sich besser zu ernähren, während sie abhängig werden von Supplements und Ersatzprodukten. Was vor Jahrhunderten kostenlos auf Wiesen, Weiden und Feldern wuchs, gibt es heute für viel Geld im Regal. Industriell verarbeitet, global verschickt, clever vermarktet. Und während der kleine Biobauer ums Überleben kämpft, steigen die Aktienkurse von Großkonzernen, die plötzlich vegan produzieren. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Es geht längst nicht mehr um Gesundheit, nicht mehr um Ethik. Es geht um Geld, Macht und neue Absatzmärkte. Aber was bedeutet diese Entwicklung für die Gesellschaft? Spaltet Veganismus Menschen? Führt er zu neuen sozialen Problemen? Veganismus angeblich für alle Menschen gut. Doch stimmt das wirklich? Oder erleben wir gerade eine gesellschaftliche Spaltung zwischen denen, die sich das leisten können und denen, die es gar nicht erst versuchen sollten? Schauen wir uns die Realität an. Vegane Produkte sind teuer. Ersatzprodukte kosten oft das Doppelte oder Dreifache normaler Lebensmittel. Frisches Gemüse, hochwertige pflanzliche Eiweißquellen, Superfoods für viele Familien schlicht unbezahlbar. Wer wenig verdient, greift nicht zu Biotofu, sondern zu günstigen Grundnahrungsmitteln. Und das sind meist tierische Produkte. In ärmeren Ländern, der Gedanke an eine vegane Welt wirkt fast zynisch. Menschen kämpfen um genug Kalorien, um Proteine, um Vitaminquellen. Fleisch, Fisch, Eier sind dort oft überlebensnotwendig. Ihnen westliche Ernährungsideologien aufzuzwingen, grenzt an Arroganz. Und im Alltag bei uns? Wer vegan lebt, wird oft zum Moralapostel erhoben oder erhebt sich selbst dazu. Freundeskreise spalten sich, Familien geraten in Diskussionen. Kinder werden ohne Wahlmöglichkeit auf vegane Ernährung gesetzt. Essen wird nicht mehr verbunden mit Genuss, sondern mit Verboten, Schuldgefühl und politischem Aktivismus. Dabei vergessen viele, Essen ist Kultur, Essen verbindet, Essen bringt Menschen zusammen. Wenn Lebensmittel zum politischen Statement werden, entstehen Fronten statt Gemeinschaft. Der eine darf nichts mehr essen, der andere wird für seine Grillwurst schief angesehen. Das Ergebnis? Eine Gesellschaft, die sich nicht näher kommt, sondern weiter voneinander entfernt. Und auch auf individueller Ebene wächst der Druck. Immer mehr junge Menschen leiden unter Essstörungen.
Schuldgefühlen, Selbsthass, weil sie glauben, durch Essen moralische Wertigkeit beweisen zu müssen. Du bist schlecht, wenn du Fleisch isst. Das ist die unterschwellige Botschaft vieler veganer Bewegungen. Doch Gesundheit ist individuell, Kultur ist vielfältig, Essen ist mehr als Ideologie. Wer Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, spaltet Gesellschaften und schadet oft mehr, als er nützt. Bleibt die Frage, was wäre eine gesunde, nachhaltige Alternative? Gibt es einen Mittelweg? Wie können wir essen mit echtem Respekt vor Tier, Natur und Mensch? Was wäre, wenn wir den Menschen nicht zwingen müssten, sich selbst zu verleugnen? Was wäre, wenn wir aufhören könnten, Ernährung als Moralfrage zu sehen, sondern als das, was sie ist? Ein natürlicher Teil des Lebens. Die Wahrheit ist einfach. Der Mensch ist ein Allesesser. Unsere Biologie ist darauf ausgelegt, Nährstoffe aus vielen Quellen zu ziehen. Tierische Produkte liefern uns Nährstoffe, die wir ohne künstliche Zusatzstoffe niemals ausreichend bekommen würden. Gleichzeitig bietet uns die Natur eine riesige Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln, die unser Essen bereichern, aber nicht ersetzen sollen. Die Lösung liegt nicht im Verzicht, sie liegt im Maß. Nicht industrielle Massentierhaltung, sondern regionale, artgerechte Tierhaltung. Nicht ultraverarbeitete vegane Ersatzprodukte, sondern echte, naturbelassene Lebensmittel. Nicht dogmatische Verbote, sondern ein respektvoller Umgang mit Nahrung. Regional, saisonal, mit gesundem Menschenverstand. Das ist keine Ideologie, das ist gelebte Natürlichkeit. Für unsere Gesundheit, für unsere Umwelt, für eine Gesellschaft, in der Menschen zusammen an einem Tisch sitzen können, ohne sich moralisch zu bekriegen. Denn am Ende geht es um eins. Nicht darum, was Trend ist, sondern darum, was menschlich ist. Denk nach, informiere dich, hinterfrage. Lass dir keine Ideologie aufzwingen. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Iss, was deinem Körper gut tut. Iss, was deine Region hergibt. Iss, wie es deine Natur vorgesehen hat. Vegan, vielleicht ein Trend. Natürlich essen, der wahre Weg des Menschen.